Liebe kann wirklich blind machen, aber manchmal grenzt sie an Wahnsinn. In manchen Fällen blendet sie so sehr, dass man die Grausamkeit geliebter Menschen nicht mehr sieht. Das kann wirklich schrecklich enden. Maya Chappell wurde im März 2020 geboren. Die Mutter des Mädchens hieß Dana Carr, ihr Vater James Chappell. Dana selbst stammte aus einer problembelasteten Familie. Beide Elternteile hatten Alkoholprobleme. Der Vater verhielt sich gewalttätig und schlug häufig sowohl seine Frau als auch seine Tochter. All dies hinterließ tiefe Spuren in Danas Seele. Sie floh von zu Hause, sobald sie sich selbst versorgen konnte. Das geschah wahrscheinlich gerade rechtzeitig. Kurz vor der Geburt von Maya wurde Danas Vater wegen Mordes verurteilt. Der Mann landete im Gefängnis, während seine 17-jährige Tochter eine Beziehung mit James Chappell, der bereits 21 Jahre alt war, aufbaute. Viele hielten Dana für zu unreif für eine ernsthafte Beziehung, eine Ehe und erst recht für die Mutterschaft. Aber sie sehnte sich verzweifelt nach Liebe. Außerdem bot ihr Freund ihr die Möglichkeit, ihrer gefährlichen Familie zu entkommen. Sie heirateten und bereiteten sich auf die Geburt ihres Kindes vor. Nach Beginn der Haftstrafe ihres Vaters reichte ihre Mutter die Scheidung ein und lernte einen neuen Mann kennen. Er erwies sich als anständigerer Mensch, fand sehr schnell eine gemeinsame Sprache mit Dana und ging sehr liebevoll mit ihrer kleinen Maya um. Leider ermöglichte die Beziehung zu James der jungen Mutter nicht, das zu bekommen, was sie wollte. Die Ehe zerbrach vor ihren Augen. Kurz nach Mayas Geburt trennten sich Dana und James. Das war Anfang Sommer 2022. Die junge Mutter hatte nicht vor, in ihr Elternhaus zurückzukehren, aber das war auch nicht nötig, da Dana fast sofort eine Beziehung mit Michael Damon begann. Ihre Beziehung entwickelte sich sehr schnell. Bereits Ende August 2022 zogen die jungen Leute zusammen, um gemeinsam zu leben. Trotz James' Bemühungen, das Mädchen loszuwerden, blieb Maya bei ihrer Mutter wohnen. Der neue Freund war arbeitslos und Dana arbeitete fast ohne freie Tage, um die ganze Familie zu versorgen. Das Geld war knapp, deshalb sparten sie an allem, auch an einer Kinderbetreuung und einem Kindergarten. Wenn Dana zur Arbeit ging, ließ sie ihre Tochter bei ihrem Freund. Der Vater des Mädchens sah seine Tochter aufgrund des Verbots seiner Ex-Frau nur selten. All dies geschah in der kleinen Stadt Shotton Collier in Großbritannien. Es schien, als würde alles seinen gewohnten Gang gehen und nichts würde Unglück ahnen lassen, bis zu einem Tag, dem 28. September 2022. Gegen 10 Uhr morgens kam Michaels Stiefvater Karl Galaya zu ihnen nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt lebte das Paar bereits seit einem Monat zusammen. Nach Danas Angaben war alles in Ordnung. Als der Mann auftauchte, verhielt sich Maya sehr unruhig, als hätte sie Angst vor Michael. Auf Fragen zu seinem verdächtigen Verhalten antwortete der junge Mann, er habe am Telefon mit mehreren Banken gestritten, die ihm einen Kredit gewähren sollten, dies aber abgelehnt hätten. Die Geschäfte liefen schlecht, er versuchte seine finanziellen Probleme zu lösen, aber der junge Mann konnte seinen Stiefvater davon überzeugen, dass alles in Ordnung sei und es keinen Grund zur Sorge gäbe. Nach der Abreise des Mannes versuchte Michael, die Zahlung der Sozialleistungen zu erwirken und wandte sich auch an mehrere andere Banken und Organisationen, um einen Kredit zu erhalten. Aber auch dort wurde ihm aufgrund fehlender Arbeit und Einkünfte eine Ablehnung erteilt. Am Nachmittag wandte sich der Mann an Dana und erklärte, dass ihre Tochter bewusstlos geworden sei. Außerdem atmete das Mädchen schlecht, weshalb er seine Freundin bat, nach Hause zu kommen. Sie willigte ein und meldete sich sofort bei der Arbeit ab. Unmittelbar nach diesem Anruf rief Michael den britischen Rettungsdienst unter der Nummer 999 an. Als die Sanitäter und Polizisten am Haus eintrafen, fanden sie Maya in kritischem Zustand vor. Das Mädchen wurde ins Queen Victoria Hospital in Newcastle gebracht. Sie war bewusstlos, und in den folgenden 2 Tagen kämpften die Ärzte verzweifelt um ihr Leben. Leider starb Maya im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Anschließend wurde eine Autopsie durchgeführt, die multiple Hirnverletzungen des Mädchens feststellte. 5 Zeugen gaben sofort an, dass diese Verletzungen durch Gewalt gegen das Kind verursacht worden sein könnten. Die Ärzte, die das Mädchen behandelten, waren schockiert über das Ausmaß der Misshandlung. Maya wies umfangreiche Verletzungen am ganzen Körper auf, aber es war nicht möglich, genau zu sagen, was mit ihr geschehen war. Sogar an intimen Stellen wurden große Blutergüsse und Spuren in verschiedenen Stadien der Heilung gefunden. Obwohl keine Spuren einer Vergewaltigung festgestellt werden konnten, deuteten die Blutergüsse darauf hin, dass die meisten Verletzungen am 28. September entstanden waren,
Genau an dem Tag, an dem für Michael von Anfang an alles schiefgelaufen war. Dana und Michael wurden getrennt verhört. Beide bestritten, dass das Mädchen misshandelt worden sei. Allerdings hatten beide zahlreiche Ausreden. Sie behaupteten, das Kind sei sehr lebhaft, renne viel herum und falle oft hin, weshalb es sich die blauen Flecken selbst zugezogen habe. Die Ärzte widerlegten diese Aussagen jedoch. Die Ärzte waren der Meinung, dass das Kind unter keinen Umständen selbst in einen solchen Zustand hätte geraten können. Die Ermittler begannen, den Tod des kleinen Mädchens zu untersuchen. Die Familienangehörigen von Michael und Dana bemerkten, dass Maya bereits wenige Tage nachdem das Paar zusammengezogen war, blaue Flecken am Körper hatte. Diese wurden erstmals am 26. August entdeckt. Zu dieser Zeit waren Nachbarn mit ihren Kindern spazieren und trafen auch Danas Tochter. Alle sahen die Verletzungen an ihrem Kopf, die das Mädchen mit den Haaren ihrer Tochter zu verbergen versuchte. Am nächsten Tag trafen sie sich mit Verwandten, auch Michaels Angehörige schlossen sich der Gruppe an. Sie alle bemerkten, dass Maya verletzt war. Diesmal erzählten die jungen Eltern, dass das Kind von einer Rutsche gefallen sei. Dana bestätigte bereitwillig die Geschichte ihres Freundes. Zu diesem Zeitpunkt gelang es ihnen alle zu beruhigen, obwohl man ihnen bei diesem Treffen kaum Glauben schenkte, da die Blutergüsse nicht nur am Kopf, sondern auch im linken Ohr von Maya zu sehen waren. Es ist schwer vorstellbar, unter welchen Umständen eine solche Verletzung zufällig am Körper entstehen könnte. Außerdem gab es um den Kiefer herum punktuelle Spuren, wie Blutergüsse, die von Fingern hinterlassen worden waren. Am 5. September rief Michael seine Freundin bei der Arbeit an und teilte ihr mit, dass Maya Atembeschwerden habe. Als Dana sich freinehmen konnte und nach Hause kam, war alles in Ordnung, aber am Körper des Kindes waren neue Spuren zu sehen. Der Freund schrieb diese sofort den versehentlichen Stürzen im Hof zu, wo sie spazieren gegangen waren, während die Mutter arbeitete. Dana selbst ging am nächsten Tag mit dem Mädchen spazieren. Mehrere Bekannte bemerkten sofort, dass eine deutliche Schnittwunde an der Nase zu sehen war. Einige Tage später hatte das Mädchen eine aufgeplatzte Lippe. Die Ausreden waren jedes Mal ungefähr dieselben. Sie ist gerannt, hingefallen, hat sich gestoßen. Dann wurde das Kind für kurze Zeit zu Danas Mutter gebracht, damit die Großmutter etwas Zeit mit ihr verbringen konnte. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihrem Stiefvater. Am selben Abend, als das Kind gebadet wurde, bemerkte der Mann blaue Flecken am ganzen Körper des Kindes. Er machte sogar ein Foto und schickte es Dana, woraufhin er ihr riet, mit dem Mädchen ins Krankenhaus zu gehen. Sie folgte diesem Rat. Als der Arzt fragte, was los sei, erzählte Dana die üblichen Geschichten, dass das Kind ungeschickt und sehr lebhaft sei, ständig gegen Gegenstände im Zimmer und auf der Straße stoße. Der Arzt glaubte ihr. Niemand wandte sich an die Strafverfolgungsbehörden. Am 14. September kam Maya zum ersten Mal in den Kindergarten, der nicht weit von der Wohnung des Paares entfernt war. Solche Besuche dienten der Eingewöhnung in den Kindergarten. Das Kind gefiel es dort sehr gut. Aber es war das einzige Mal, dass sie dort war, da sofort Fragen von Mitarbeitern über die Herkunft der Verletzungen aufkamen. Die junge Mutter brachte das Mädchen nicht mehr dorthin. Sogar die Erzieherinnen wandten sich an sie und versuchten, sie zu überreden, Maya in diese Gruppe zu bringen, aber Dana lehnte ab und gab an, dass das Kind nicht wolle oder krank sei. Schließlich wurde sie schnell fallen gelassen. Am 15. September sollte die Tochter an ihren leiblichen Vater James übergeben werden, aber Dana weigerte sich unter dem Vorwand, dass es dem Mädchen wegen einer Krankheit schlecht gehe. Stattdessen ließ sie bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Der Mann beschloss, mit dem Kind zu seiner Verwandten zu fahren, die eine erfahrene Krankenschwester war. An diesem Tag bemerkte man bei Maya einen großen, seltsamen Bluterguss im Gesäßbereich. Er war unter der Windel nicht zu sehen, aber als diese entfernt wurde, war er deutlich zu erkennen. Der Bluterguss beunruhigte den Stiefvater und die Krankenschwester. Sie wandten sich an Dana, um eine Erklärung zu erhalten. Dana verwies auf Michael, der versicherte, dass sich das Kind selbst gebissen habe. Das klang alles absurd. Deshalb beschlossen sie, ein paar Fotos zu machen, um diese seltsame Verletzung zu dokumentieren. Während der Stiefvater mit Dana telefonierte, wiederholte Michael im Hintergrund mehrmals, dass er keine Schuld habe, obwohl ihm niemand etwas vorgeworfen hatte. Das Verhalten des Paares wirkte noch verdächtiger. Am folgenden Wochenende war Maya wieder bei ihren Verwandten zu Besuch. Man entdeckte neue Verletzungen, darunter 4 blaue Flecken auf ihrer Brust. Am meisten beeindruckte die Gelassenheit der jungen Mutter, die weiterhin hartnäckig alles auf Zufälle schob.
Bereits am 27. September rief Mikkel Dana bei der Arbeit an und sagte, dass Maya einen weiteren blauen Fleck habe, den sie sich beim Spielen auf der Straße zugezogen habe. Trotz all dieser beunruhigenden Vorfälle reagierte Dana gelassen und ging weiterhin zur Arbeit, wobei sie ihr Kind täglich mit Michael allein ließ. Wie sich herausstellte, hatte sie den Vater des Kindes, ihren Stiefvater und ihre Mutter, die Erzieherinnen im Kindergarten sowie ihren Arbeitgeber wiederholt über den Zustand und die Gesundheit von Maya belogen. All dies geschah, um den wahren Verantwortlichen für die blauen Flecken zu verschleiern, der laut den Ermittlern Michael war. Dana wurde als Erste verhört und log weiter, um ihre Lügen zu rechtfertigen. Sie erfand sogar eine Geschichte, dass sie zum Zeitpunkt der Misshandlungen von Maya schwanger gewesen sei und dann aufgrund des Stresses eine Fehlgeburt erlitten habe, als das Mädchen starb. So konnte sie alles auf einen emotionalen Schock schieben. Es gelang nicht, wertvolle Informationen von Dana zu erhalten, aber die besorgten Familienmitglieder waren weitaus gesprächiger. Während der Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Mordes trennte sich Dana von ihrem Freund, ging aber sofort eine neue Beziehung ein. Nur wenige Wochen später wurde sie wieder schwanger und erwartete nun einen Sohn. Allerdings wurde die junge Mutter als Verdächtige in dem Mordfall an dem Mädchen geführt. Nach der Geburt ihres Sohnes wurde er vom Sozialamt in Obhut genommen. Michael verhielt sich ebenso unreif. Zuerst beschuldigte er Danas Mutter, sie geschlagen zu haben, dann ihren Stiefvater und schließlich den leiblichen Vater des Kindes. Die Ermittler waren jedoch überzeugt, dass die systematischen Misshandlungen des Mädchens mit ihm in Verbindung standen, da die Blutergüsse des Kindes immer dann auftraten, wenn sie mit Michael allein war. Es galt nur noch ein Motiv zu finden. Und das ließ nicht lange auf sich warten. Es wurde vermutet, dass der junge Mann einfach seine Wut an dem Mädchen ausließ. Diese Wut wiederum hing mit Michaels Schulden und den Drohungen zusammen, die er erhielt, weil er seine Schulden nicht bezahlen konnte. Der 28. September war ein sehr unglücklicher Tag für Danas Freund. Zuerst kamen Dealer zu ihm und behaupteten, er schulde ihnen eine große Summe Geld. Diese Probleme bestanden schon seit langem. Seit mehreren Monaten versuchten sie, die Schulden einzutreiben, und zwar ziemlich aggressiv. Der junge Mann wurde verfolgt, aber noch nicht angegriffen. Er konnte die Dealer erneut davon überzeugen, dass sie das Geld in Kürze erhalten würden. Tatsächlich hatte er den erforderlichen Betrag nicht, also suchte er nach einer Möglichkeit, ihn zu beschaffen. Michael rief den Sozialdienst an, der Sozialhilfe gewährt, aber ohne Erfolg. Dann wandte er sich an Banken, ebenfalls ohne Ergebnis. Anschließend telefonierte er 16 Minuten lang mit einer Wohltätigkeitsorganisation, um Geld zu bekommen, aber auch das gelang ihm nicht. Diese schlechten Nachrichten brachten den Mann endgültig aus der Fassung, und wahrscheinlich ließ er seine Wut an dem kleinen Mädchen aus. Das Geschehene war ein schwerer Schlag für den leiblichen Vater des Kindes. Laut James hatte er 2 Jahre lang versucht, das kleine Mädchen zu beschützen. Für den jungen Mann war klar, dass Dana eine schlechte Mutter war und nicht in der Lage war, für Maya zu sorgen. Als sie die Scheidung einreichte, behauptete Dana, die Beziehung sei toxisch gewesen und James sei aggressiv und gewalttätig gewesen. Aber all das war genauso eine Lüge wie die anderen Geschichten, die sich die Frau ausgedacht hatte. In Wirklichkeit sah der Ehemann lediglich die emotionale Unreife und Unerfahrenheit von Dana und versuchte sie dazu zu bringen, endlich erwachsen zu werden und Verantwortung für sich selbst, ihre Familie und ihr Kind zu übernehmen. James war auch überzeugt, dass Dana sich rächen würde und befürchtete, dass diese Wut auch Mai treffen könnte. Obwohl es nicht gelang, die Behauptung über das aggressive Verhalten des Ex-Mannes zu beweisen, erhielt Dana das Sorgerecht und James durfte seine Tochter nur an den Wochenenden sehen. Obwohl seine Ex-Frau ursprünglich versuchte, den Kontakt zwischen dem Vater und dem Mädchen vollständig zu unterbinden, obwohl er das Recht hatte, seine Tochter zu sehen, hinderte Dana ihn bei jeder Gelegenheit daran und brachte das Kind manchmal unter verschiedenen Vorwänden nicht zum Vater. James hatte nur selten Kontakt zu seiner Tochter. Als er die ersten blauen Flecken sah, stellte der junge Vater Dana Fragen. Sie gab die üblichen Ausreden für zufällige Verletzungen und brachte das Mädchen dann praktisch gar nicht mehr vorbei, um sich die Vorwürfe des Ex-Mannes nicht anhören zu müssen. James war sich sicher, dass sie, wenn sie nicht selbst an den systematischen Schlägen gegen Maya beteiligt war, zumindest ihren Freund deckte, der dafür verantwortlich war. James hatte von Anfang an den Verdacht, dass mit dem Mann etwas nicht stimmte, aber Dana beschrieb die Beziehung zwischen ihrer Tochter und ihrem Freund als nahezu ideal.
Sie erzählte, dass Michael das Mädchen wie seine eigene Tochter behandelte, als würden sie ihre gesamte Freizeit miteinander verbringen. Spazieren gehen, Filme schauen, spielen. Die Wahrheit war jedoch weit von dieser Lüge entfernt. Höchstwahrscheinlich nutzte Dana diese Täuschung, um den leiblichen Vater des Mädchens zu verärgern. Sie wollte ihm einfach nur wehtun. Als James die ersten blauen Flecken am Körper seiner Tochter bemerkte, überprüfte er zunächst Michaels Daten in den Polizeidatenbanken. Er vermutete, dass der Junge mehrere Vorstrafen hatte. Zu seiner Überraschung stellte er jedoch fest, dass Michael keine Vorstrafen hatte. Trotz Danas Beteuerungen, dass es sich um Zufälle handelte, bemerkte der Ex-Mann, wie sich das Verhalten des Kindes während der seltenen und kurzen Besuche veränderte. Der Vater bemerkte, dass sich Mayas Verhalten drastisch verschlechterte. Das Mädchen wurde ungehorsam, sehr nervös, weinte ständig und schlief schlecht. Der Vater brachte all dies direkt mit dem negativen Einfluss der Mutter und ihres neuen Freundes in Verbindung, konnte jedoch nichts beweisen. Tatsächlich stand Michael in dieser Zeit unter ständigem Druck von Gläubigern, die Geld forderten. Wahrscheinlich spiegelte sich genau das in Maya wider. Er hatte sehr hohe Schulden für verbotene Substanzen angehäuft. Die Dealer, die ihm die verbotenen Substanzen verkauft hatten, forderten ihr Geld. Sie verhielten sich immer bedrohlicher. Als James einmal kam, um seine Tochter aus dem Haus abzuholen, in dem sie mit Dana und Michael lebte, sah er zerbrochene Fenster. Beide schoben die Schuld auf irgendwelche Rowdies, aber später stellte sich heraus, dass es sich um die Dealer handelte, die auf diese Weise versuchten, den Schuldner einzuschüchtern. Bei seinem nächsten Besuch war das Haus mit Farbe beschmiert. Außerdem sagte seine Ex-Frau, dass jemand am Tag vor James' Ankunft die Sicherungen aus dem Sicherungskasten gezogen hatte, sodass sie fast einen Tag lang ohne Strom waren, bis sie herausfanden, was passiert war. Dana versuchte ihren Ex-Mann davon zu überzeugen, dass es sich um irgendwelche Rowdies oder Stalker handelte. Es ist schwer zu sagen, ob sie einfach gelogen hat oder ob die junge Mutter wirklich nicht wusste, was in dem Haus vor sich ging. Als der leibliche Vater den Verdacht auf Misshandlung seiner Tochter hegte, wollte er Beweise sammeln und dokumentieren, um eine vollständige Anzeige zu erstatten. Leider erlaubte die leibliche Mutter der Mädchen zu dieser Zeit praktisch keinen Kontakt zu ihrer Tochter. Unter verschiedenen Vorwänden sagte sie mehrmals die Übergabe des Kindes für das Wochenende ab. Mal behauptete sie, das Kind sei krank, mal, dass die Tochter nicht zu ihrem Vater wolle. Daher konnte James nichts unternehmen, um das Mädchen zu schützen. Nun wurde klar, dass all dies absichtlich geschehen war, damit die blauen Flecken des Kindes verheilen konnten und keine unangenehmen Fragen gestellt wurden. Sobald das Kind endlich bei seinem leiblichen Vater zu Besuch war, suchte Dana erneut nach Ausreden für neue Verletzungen und erzählte, dass Maya mehrere Tage bei ihren Großeltern verbracht habe. Jetzt waren sie schuld, weil sie nicht auf das Kind aufgepasst hatten. Zu James' großem Bedauern konnte sich Maya aufgrund ihres Alters nur sehr schlecht ausdrücken. Der Vater versuchte mit ihr über diese Angelegenheit zu sprechen, aber jedes Mal, wenn er auf die blauen Flecken zeigte, machte das Mädchen Gesten, als würde etwas schlagen und sagte, "Die." Erst später verstand James, dass sie damit Michael meinte, abgeleitet vom Nachnamen Damond. Natürlich reichte das nicht aus, um ihn der Misshandlung des kleinen Mädchens zu beschuldigen, bis es zu spät war. Bei den Ermittlungen wurden nach der Überprüfung der Korrespondenz und der Telefone der Verdächtigen zahlreiche Informationen gewonnen. Es sah so aus, als hätte Dana nicht realisiert, was wirklich vor sich ging, und glaubte bereitwillig jede Lüge, die Michael ihr auftischte. Meistens erzählte er, dass Maya auf dem Spielplatz gestürzt sei, als sie spazieren ging, oder dass sie im Haus aus voller Laufgeschwindigkeit gegen etwas gestoßen sei. Bevor sie diesen jungen Mann kennengelernt hatte, war so etwas im Leben des Kindes noch nie vorgekommen. Aber selbst diese drastischen Veränderungen weckten bei der leiblichen Mutter keinen Verdacht. Sie glaubte weiterhin fest an das, was man ihr erzählte. Die Situation verschärfte sich aufgrund der Straffreiheit. Als James begann, aktiv herauszufinden, was mit dem Kind los war, wurde Dana misstrauisch und sprach ernsthaft mit ihrem Lebensgefährten, da Maya tatsächlich mehrere seltsame blaue Flecken hatte, die Bissen ähnelten. Daraufhin kam Michael mit der seltsamsten Ausrede. Er behauptete, das Mädchen würde sich selbst beißen. Da stellten sich die Ermittler die Frage, warum wandte sich Dana trotz all der seltsamen Verletzungen und des verdächtigen Verhaltens ihres Freundes weder an ein medizinisches Zentrum noch an die Polizei oder andere Fachleute. Die junge Mutter verwies auf ihre Unerfahrenheit. Als alle Familienmitglieder begannen, unangenehme Fragen zu den Verletzungen des Mädchens zu stellen,
sagte Michael einfach, dass er nicht mehr mit Maya zusammen sein werde, wenn sie nicht aufhörten, all diese Fragen zu stellen und sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Entgegen den Erwartungen reagierte Dana auf diese Aussage nicht eindeutig. Sie versuchte ihren Freund davon zu überzeugen, dass sie ihm glaubte, und begann, ihr Verhalten und die Notwendigkeit, Geld zu sparen, zu rechtfertigen. Der Dialog endete damit, dass Dana ihm ihre Liebe gestand, ihm sagte, dass sie ihm vertraute und wollte, dass er weiterhin auf ihre Tochter aufpasste. Anstatt Michaels Verdacht zu überprüfen, rechtfertigte sie ihn weiterhin. Selbst als man ihr Fotos ihrer geschlagenen Tochter zeigte, versicherte sie allen, dass Maya ohne die Aufsicht ihres Freundes noch schwerer verletzt worden wäre. James war schockiert über die Naivität seiner Ex-Frau, aber leider konnte er nichts dagegen tun. Mehrfach endeten die Nachrichten zwischen den Liebenden damit, dass Michael Dana versicherte, dass er ihre Tochter unter keinen Umständen anfassen würde, und sie versicherte, dass sie niemals so schlecht von ihm denken würde. Selbst als Michael an diesem schicksalhaften Tag schrieb, dass Maya erstickt, beendete die junge Mutter den kurzen Dialog mit den Worten, dass sie ihren Freund liebt und ihn nicht verlieren will. Es schien, als würde sie sich überhaupt keine Sorgen um das Schicksal ihres Kindes machen. Als das Kind noch lebend im Haus gefunden wurde, kam sofort der Verdacht auf häusliche Gewalt auf. Im Krankenhaus wurden mehr als 50 Blutergüsse in verschiedenen Stadien der Heilung an ihrem Körper gezählt. Darunter befanden sich auch sehr verdächtige Spuren, die Bissspuren ähnelten. Nach der Obduktion kam der Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass das Kind über einen längeren Zeitraum mit einem stumpfen Gegenstand, wahrscheinlich den Fäusten eines Erwachsenen, geschlagen worden war. Alles deutete auf Michael hin. Die meisten Verletzungen befanden sich im Kopf- und Bauchbereich des Mädchens. Man vermutete, dass sie mit Gewalt auf den Boden geworfen worden war. Nach Ansicht des Chirurgen, der versuchte, Maya zu retten, sah sie aus, als wäre sie aus großer Höhe gestürzt oder in einen Autounfall mit hoher Geschwindigkeit verwickelt gewesen. Erst als sie diese schrecklichen Vermutungen hörte, begann Dana endlich etwas zu ahnen, wie aus ihrem Geständnis hervorgeht. Die Ermittler gingen jedoch davon aus, dass die Mutter erneut nur vorgab, denn der Zustand des Kindes war nicht das Ergebnis spontaner Handlungen, sondern systematischer Misshandlungen durch ihren Lebensgefährten. Das war für sie kein Geheimnis. Alle in ihrem Umfeld sprachen darüber und baten die junge Mutter, darüber nachzudenken. Als die Polizei und die Rettungssanitäter zum Haus des Paares kamen, um Maya ins Krankenhaus zu bringen, wurde der 27-jährige Michael verhaftet. Er wurde der häuslichen Gewalt verdächtigt. Der Mann wurde verhört, gab jedoch nichts zu. Als das Mädchen im Krankenhaus starb, wurde der junge Mann wegen Mordes angeklagt. Er wurde erneut verhört, nun als Hauptverdächtiger, bestritt jedoch weiterhin seine Schuld. Im Gegenteil, er beschrieb seine Beziehung zu dem Mädchen als liebevoll und von gegenseitigem Verständnis geprägt. Nach Angaben des jungen Mannes habe er sie nie angeschrien oder ihre Stimme erhoben. Aber an dem Tag, als sie plötzlich aufhörte zu atmen, habe er gespürt, dass das Kind krank sei. Bevor die Zweijährige das Bewusstsein verlor, hatten sie zusammen Xbox gespielt. Dann war sie in ihr Schlafzimmer gegangen. Michael spielte noch etwa 10 Minuten weiter, bis er einen lauten Schlag aus dem Kinderzimmer hörte. Er stand auf, um nachzusehen, was passiert war. Während er aufstand, wiederholte sich das Geräusch. Er fand Maya regungslos auf dem Boden liegend. Es sah so aus, als wäre das Mädchen zweimal aus dem Bett gefallen. Das klang nicht überzeugend. Er bemerkte sofort die unregelmäßige Atmung des Kindes und rief seine Freundin zu Hilfe, die er nach Hause holte und anschließend den Rettungsdienst alarmierte. Er sprach mit Michael, während die Rettungskräfte unterwegs waren, und gab ihm detaillierte Anweisungen zur ersten Hilfe. Der junge Mann gab an, künstliche Beatmung und Herzdruckmassage durchgeführt zu haben. Das war alles gelogen. Selbst mehrere Stürze vom Bett auf den Boden hätten nicht zu so vielen Blutergüssen führen können. Alles deutete auf eine dauerhafte Misshandlung des Kindes hin. Aber Michael gab dies nicht zu. Anschließend sprach der Stiefvater des jungen Mannes, der am selben Morgen bei ihnen zu Hause vorbeigekommen war, mit den Ermittlern. Er war so schockiert über das Verhalten des Mädchens, dass er sie zunächst mitnehmen wollte. Nach Angaben des Mannes weinte sie, rief nach ihrer Mutter, sah verängstigt aus und versuchte sogar, sich zu verstecken, als sie Michael sah. Es war offensichtlich, dass sich das Kind in der Nähe dieses Mannes nicht wohlfühlte. Als der Stiefvater dem jungen Mann davon erzählte, sagte dieser,
Alles sei in Ordnung und versicherte ihm, dass es keinen Grund zur Sorge gäbe. Trotzdem gelang es dem Mann, ein Video aufzunehmen, das das seltsame Verhalten des Mädchens zeigte. Später wurde es vor Gericht als Widerlegung von Michaels Aussagen verwendet. Die Ermittler entdeckten zahlreiche Anrufe im Zusammenhang mit Michaels finanziellen Angelegenheiten und waren schockiert über die zeitlichen Abstände. Der Anruf bei der Notrufzentrale wurde vom Festnetzanschluss aus getätigt. Doch während der Disponent dem jungen Mann Erste-Hilfe-Maßnahmen erklärte, wurde ein weiterer Anruf getätigt, bei der Bank. Der Täter ließ das Mädchen einfach im Zimmer sterben und ging kurz hinaus, um mit seinem Handy einen weiteren Kredit zu beantragen. Ihr Schicksal war ihm gleichgültig. Neben all diesen Vorfällen und dem verdächtigen Verhalten des jungen Mannes fanden die Ermittler heraus, dass er seine Freundin betrogen hatte. Tatsächlich hatte er ein Profil auf einer Online-Dating-Website. Während er mit Dana zusammenlebte, schrieb er weiterhin anderen Frauen und traf sich mit ihnen. Es wurde sogar eine Nachricht gefunden, in der eine seiner Geliebten gestand, von ihm schwanger zu sein. Der Kontakt zu ihr wurde sofort abgebrochen. Neben verbotenen Substanzen nahm Michael auch Steroide. Genau das könnte einen wesentlichen Einfluss auf sein aggressives Verhalten und seinen emotionalen Zustand gehabt haben, insbesondere in Kombination mit den verbotenen Substanzen. Er hatte sich in manchen Momenten einfach nicht unter Kontrolle. Darunter litt Maya. Dana beharrte weiterhin darauf, dass sie von all dem nichts gewusst habe. Die junge Mutter wurde ebenfalls verhaftet und wegen Misshandlung ihrer Tochter angeklagt. Man war der Ansicht, dass sie durch ihre Gleichgültigkeit zur häuslichen Gewalt beigetragen hatte. Dana war über die Situation informiert worden, hatte jedoch nichts unternommen, um ihre Tochter vor den Schlägen zu schützen. Stattdessen unterstützte sie Michael und sagte, dass sie ihn nicht verlassen würde. Im Oktober 2023 begann der Prozess gegen Dana. Zu diesem Zeitpunkt erklärte sie, dass sie so sehr von ihrem Freund besessen gewesen sei, dass sie blind gewesen sei. Sie habe einfach nicht bemerkt, was vor sich ging, und habe ihren Angehörigen nicht geglaubt, dass ihr Lebensgefährte ihrer Tochter Schaden zufügte. Ihren Aussagen zufolge war sich die junge Mutter der Folgen des Verhaltens ihres Freundes nicht bewusst. Eine Zeit lang verstand Dana nicht einmal, dass die Polizei ihr eine Mitschuld an dem Geschehenen gab. Als es dem Anwalt gelang, seiner Mandantin diese einfachen Wahrheiten zu vermitteln, änderte sie ihr Verhalten. Es schien, als würde die junge Mutter nun Reue zeigen. Allerdings glaubte ihr kaum jemand wirklich. Alle dachten, Dana wolle nur einer Gefängnisstrafe entgehen. Während der Verhandlung versuchte der Verteidiger, sie als Opfer darzustellen, das lange Zeit unter Gewalt in ihrer Familie gelitten habe, in ihrer Kindheit durch die Hand ihres brutalen Vaters. Am Ende habe sie einen Menschen getötet. Dana hatte sich an die brutale Behandlung gewöhnt, die für sie zur Normalität geworden war. Die emotionalen Traumata hatten ihren Verstand verzerrt und ihr nicht klar gemacht, was das für das kleine Mädchen bedeuten könnte. All diese Argumente des Anwalts konnten höchstens die Geschworenen rühren, da sie ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Mädchen in keiner Weise rechtfertigten. Vor Gericht erklärte Dana, dass es ihr nun unangenehm sei, sich mit Michael im selben Raum aufzuhalten. Allerdings widerlegte sie ihre tränenreichen Geschichten mit einer weiteren Lüge. Nach früheren Aussagen von Dana hatte sie nach dem Tod des Mädchens eine Fehlgeburt gehabt. Die Ermittler kannten diese Geschichte bereits. Jetzt ging sie noch weiter. Während sie bei den Verhören von einer einfachen Schwangerschaft gesprochen hatte, erzählte sie nun von Zwillingen von Michael. Wie zuvor endete auch ihr Schicksal tragisch. Jetzt, so Dana, habe sie die Schwangerschaft abgebrochen, als sie erkannt habe, dass Michael ihre Tochter getötet habe. Die Angeklagte wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben und keine Kinder von ihm bekommen. Dieses Argument wurde von der Staatsanwaltschaft sofort widerlegt, da es keine medizinischen Unterlagen gab, die eine Schwangerschaft, eine Fehlgeburt oder einen Schwangerschaftsabbruch bestätigten. Diese Lüge schadete Dana ein wenig. Die Anklage war der Ansicht, dass sie gelogen hatte, kriminelle Gleichgültigkeit gegenüber dem Mädchen gezeigt und offensichtliche Gefahren einfach ignoriert hatte. Ein weiterer Beweis für die Gleichgültigkeit der Mutter war die Tatsache, dass sie sich nach dem Tod ihrer Tochter zwar von Michael getrennt hatte, aber sofort einen neuen Freund fand, eine Beziehung mit ihm aufbaute, schwanger wurde und einen Sohn zur Welt brachte. All dies sah nicht nach Trauer um ihre getötete Tochter aus. Nach dem Gerichtsverfahren wurde die 24-jährige Dana zu 9 Jahren Haft verurteilt. Später begann der Prozess gegen Michael Damon. Im Gegensatz zu Dana lehnte er es ab, sich zu verteidigen.
Sein Verteidiger bestand darauf, dass sein Mandant keine sadistischen Motive, keine Vorsätzlichkeit oder Planung des Mordes an dem Mädchen gehabt habe, so dass es sich um einen Unfall handele. Trotz all dieser erbärmlichen Versuche, den Angeklagten zu entlasten, wurde Michael des Mordes ersten Grades für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht zeigte jedoch Milde und gewährte dem Mörder das Recht auf vorzeitige Entlassung nach 21 Jahren. Die Beerdigung des Kindes fand am 4. November 2022 statt. Nach diesem tragischen Ereignis schrieb James eine letzte Nachricht für seine Tochter auf seiner Social-Media-Seite. Er verabschiedete sich von seiner kleinen Tochter, entschuldigte sich dafür, dass er sie nicht beschützen konnte, und versprach ihr, dass sie sich später unbedingt wiedersehen würden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.